Es war sofort irgendwie Liebe auf den ersten Blick. Und wie das halt so mit der Liebe ist, du weißt nie, auf was du dich einlässt, du weißt nie, was kommt. Ja, und genauso war es beim Turm. Das ist ein ehemaliger Kirchturm und diese Fenster waren praktisch die Ausgänge, wo die Glocken hingen, wo der Schall der Glocken nach draußen ging. Es gibt ein Südfenster und ein Nordfenster, ein Westfenster und ein Ostfenster und dort kommt eben dieses entweder Morgenlicht oder Abendlicht in den Turm rein. Man ist dem Himmel halt unglaublich nah. Dadurch, dass man so weit oben ist und man ist der Erde ganz weit entfernt. Das heißt, man lässt eigentlich alles hinter sich. Mit jeder Stufe, die man raufgeht, 105 glaube ich sind, ist es so, dass man eigentlich das, was an der Erde einen bindet, einfach hinter sich lässt. Ursprünglich hatten wir vor, eine einfarbige Decke zu machen. Und dann kam die Zementbetondecke. Und dann haben wir in dieses Gleichförmige von Zementbeton geguckt. Und dann standen wir beide hier und haben gesagt, boah, eigentlich ist es prädestiniert dafür, einen Himmel zu malen. Ein Himmel ist ja eigentlich grenzenlos und hier ist die Decke. Und ich will auch ein bisschen dieses Grenzenlose und dieses Transparente reinbringen, ja, dass der Himmel einlädt zum Träumen und zum Gedanken schweifen lassen und auch die Weite des Himmels, dass die Weite des Himmels hier reinkommt. Das schwierigere Konzept war, mich hier ganz einzulassen auf den Turm, auf die Ausrichtungen und auf die Elemente. Und diese Elemente eben zu fühlen und dann auf die Decke zu bringen. Diesen Weg bin ich jetzt gegangen, dass ich also versuche, das Licht, was von draußen reinkommt, durch die Farbe zu verstärken und in diesem Himmel zum Ausdruck bringen. Und deswegen liebe ich eben die frühen Morgen- und die späten Abendstunden, die ganz besonderes Licht hier reinbringen und die mit diesem besonderen Licht die Farbigkeit, die ich hier anlege, nochmal verändern. Am Anfang habe ich mir viel Zeit genommen und habe erstmal gefühlt, wie sich die Himmelsrichtungen hier anfühlen. Und dann habe ich Farben definiert für die verschiedenen Richtungen. Ja, da ist das Ultramarinblau und hier ist das Celinblau, das Gelb und hier wird das Gelb feuriger. Die stürmischen Eskapaden, die kommen hier an die Westseite. Also da ist schon mal Feuer und dann kommt da auch noch Verwirbelungen von dem Feuer und dann kommen hier dunkle Blautöne noch rein. Jetzt baue ich auf diese ineinander verschwommenen Farbfelder noch weitere Farbflächen auf, die dann auch kontraststark zum Ausdruck kommen, also sich steigern sollen. Sonst wird das Ganze zu blass, weil dieser Turm mit den festen, gebrannten Steinen hat eine Wucht und der fordert mich heraus. Auch die Größe fordert mich heraus. Ich habe noch nie so groß gearbeitet. Und dann auch gleich, dass es so abstrakt ins rein Farbige geht, ist etwas, wo ich selber dran wachse und was mir aber auch kolossal Spaß macht, wirklich in diese ganze mich umgebenden Farbe zu bewegen. Letztendlich ist es tatsächlich so, dass es ein Rückzugsort sein soll, dass es ein Ort sein soll, wo eigentlich Freude, Lachen und anderes als der Alltag sein soll. Also es soll wirklich ganz bewusst rausgehoben sein. Ich wünsche mir, dass die Leichtigkeit des Himmels und die Transparenz und auch das Spirituelle, was der Himmel hat, dass das wirken kann auf die Menschen. Ich erhoffe mir für die Leute, die hier sind, dass sie diese Leichtigkeit spüren, die der Himmel hat und auch die Dynamik, die es im Himmel gibt. Und dass das auf so eine abstrakte Art und Weise hier reingebracht wird
dass jeder durch seine Augen das eigene finden kann. Mehr Wärme, mehr Kühle, mehr Wind, also das, wonach er sich gerade sehnt, dass er das in der Decke finden kann.